Herzlich willkommen wieder zurück bei Sei Kritisch und heute muss ich mein Mikrofon leider so halten, weil mein Mikrofonständer kaputt gegangen ist und ich habe mir noch keinen neuen besorgt, aber ich glaube, wir werden das richtig gut machen. Was machen wir heute? Also, heute reden wir über eines der krassesten Videos, die ich persönlich auch selbst gesehen habe und auch das ganze Thema rund um Hillary Clinton, Anthony Weiner, Huma Abedin und auch so ein bisschen die Connection drumherum. Es geht nämlich um ein Video, das heißt Frazzle Drip, okay? Und Frazzle Drip, ich habe es richtig gesehen, ne? Ich war früher auch viel im Deep Web unterwegs und damals hat man das überall gepostet, ob das jetzt das echte Video war oder nicht, aber ich kann euch das ungefähr so beschreiben, was ich gesehen habe. Und für mich sah das auf jeden Fall sehr, sehr real an und sehr, sehr krass. Und das kann man heutzutage auch noch nachgucken mit den Sachen, die man dann per FBI und CIA dann herausgefunden hat über diese ganze Sache, okay? Also, bevor wir jetzt hier anfangen, darüber zu sprechen, möchte ich euch nur eins sagen. Es wird wirklich krass, deswegen, wenn ihr Menschen seid, die solche Sachen nicht gewohnt seid, dann würde ich das trotzdem mit Vorsicht genießen, weil es ist schon heftig, okay? Erstmal über die Menschen, die in diesem Video wichtig sind. Also Anthony Weiner war ein US-amerikanischer Politiker der Demokratischen Partei. Er kommt aus einer jüdischen Familie und 2011 hatte er mehreren Frauen Dickpics verschickt gehabt und auch leider Gottes zu seinen richtigen Twitter-Account mit 56.000 Followern. Ja, und dann hat sich das so ein bisschen durch die Medien gezogen. Nancy Pelosi hat dann gesagt, wir werden das auf jeden Fall nachforschen, so was wirklich da abgegangen ist, weil der soll halt auch Kontakt zu einer 15-Jährigen hatten, also so richtig auch ne, Sex-Chats und alles. Dann kommt er wieder zurück und jetzt wird's interessant, E-Mail-Affäre mit Hillary Clinton. Darauf beziehen wir uns heute auch. Also als die Präsidentschaftswahl 2016 im Herbst stattgefunden hat, Donald Trump gegen Hillary Clinton, musste ja Hillary Clinton zurücktreten. Ne? Ihr wisst wahrscheinlich auch warum, aber für die Leute, die es nicht wissen, da gab es ein paar E-Mails die geleakt worden sind von WikiLeaks-Gründer Julian Assange. Und da gab es E-Mails über erstmal über einen sehr, sehr großen Kinderpädophilie-Ring, der durch diese ganzen Hillary Clinton Haiti Foundation ans Licht gekommen sind, so wo ganz viele Steuergelder, ich glaube, das waren 6 Milliarden Steuergelder hat man angenommen und daraus sind nur 6 Häuser gebaut worden in Haiti, also als man das wieder aufgebaut hat. Und dann gab es da erstmal die Vorwürfe der Steuerhinterziehung und dann über die Sachen, die wir gleich reden. Das hat sie nämlich zusammen gemacht mit Huma Abedin. Huma Abedin ist die Ex-Frau von Anthony Weiner und sie arbeitete als politische Beraterin und war die Vertraute von Hillary Clinton. Also die waren wirklich so die beiden, okay? Dann hat sie sich von ihrem Mann getrennt, ist komischerweise mit Alexander Soros, das ist der Sohn von George Soros. Und George Soros ist so einer der größten Kriminellen, Schwerkriminellen auf diesem Planeten. Also was der alles finanziert und das ist wirklich krass. Ich glaube, darüber werden wir auch noch ein Video machen über George Soros und seine Connection. Das ist so wie, als hätte Satan jemanden aus der Hölle beordert, in die Menschenwelt zu gehen und Unruhe und Chaos zu stiften, okay? Das ist ungefähr in meinen Augen George Soros, okay? Und sein Sohn hat sie mit Huma Abedin geheiratet. So, und die dritte Person, die extrem wichtig ist, ist natürlich Hillary Diane Rodham Clinton, die Frau von Bill Clinton, ne, Buba, kennen wir ja aus den Epstein-Files, die gemeinsamen Nächte mit Donald Trump und auch mit russischen Schlampen und was weiß ich. Die ist ja auch nicht ohne die Frau, ne? Das gucken wir uns gleich an, aber 2016 ist sie gegen Donald Trump angetreten in der Präsidentschaftswahl und auf einmal musste sie zurücktreten. Und da hat Donald Trump auch ein paar Sachen rausgehauen. Er hat ja zum Beispiel gesagt, ja, wenn die Leute wüssten, was du alles mit den Geldern gemacht hast, die hätten dich sofort in den Knast geworfen. And I'm telling you, I kept it down, just the opposite. Now they say, oh, Trump wanted to put her in jail. No, I saved her from going to jail. They had more stuff on her.
It's just awfully good that someone with the temperament of Donald Trump is not in charge of the law in our country. Because you'd be in jail. Secretary Clinton. Und solche Sachen. Ihr wisst ja, wie Donald Trump redet. Ja, und man sieht das in der Videoreaktion, dass sie vollkommen so, oh nein, was sagt er? Weil eigentlich wissen wir es ja, die arbeiten ja alle zusammen und die versuchen ja so eine Show daraus zu machen für denjenigen, der wählen geht. Aber ab und zu hauen die mal ein paar persönliche Dinge raus, ne? Und das war halt das Thema bei ihr. Kommen wir zu Frazzledrip. Das Bild beschreibt Frazzledrip. Hier im Newsweek.com von Andrew Warren geschrieben. Video von Hillary Clinton basiert auf der Pizzagate-Verschwörungstheorie. Das ist von 2018. Heute wissen wir, 8 Jahre später, dass Pizzagate-Verschwörung war ziemlich echt, oder nicht? So, während seiner Aussage vor dem Kongress wurde Google-CEO Sundar Pichai vom demokratischen Abgeordneten Jamie Raskin aus Maryland dazu gedrängt, sich mit der Folgen der Förderung rechter Verschwörungstheorien durch YouTube zu befassen, der Pichai mit einer bizarren Verschwörungstheorie konfrontierte, die eng mit Pizzagate verwandt ist und als Frazzledrip bekannt ist. Die Frazzledrip-Verschwörungstheorie ist in erster Linie von einem Video inspiriert, das es nicht gibt. Euer sei kritisch hat's gesehen, dieses Video existiert. Gläubigen zufolge zeigt ein Dark Web Tabakfilm, also Snuff-Film, die demokratische Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton und die langjährige Beraterin Huma Abedin, wie sie ein junges Mädchen sexuell missbrauchen und ermorden. Sie schneiden auch das Gesicht des Mädchens ab und tragen es. Und das ist der CIA-Befund. Guckt euch das an. Bitte mit Warnung, okay? Hillary Clinton cut this girl's face off. Dieses Bild hat man gefunden in einer Hillary Clinton E-Mail und das Mädchen war 15. 'Das Bild kommt auch aus einer E-Mail raus. Das ist eine krasse Geschichte. Da waren ungefähr, ich glaube, 12 New York Police Department Officers, die haben sich das Video zusammen mit den Anwälten angeguckt. Und für manche war das so eklig, dass sie sofort rausgerannt sind. Also so Horror soll das gewesen sein. Hier haben wir eine Hillary Clinton E-Mail, die zeige ich euch gleich nochmal in groß. Das ist auch von WikiLeaks. Da steht: Nothing gets my heart going like sacrifice night. Also nichts stimuliert mein Herz mehr als die Opferungsnacht. Neun von 12 Leute sind gestorben, die Anthony Weiner's Laptop gesehen haben, also die Videos darauf. Natürlich, Simpson zeigt uns auch gerne mal die Wahrheit und hier haben wir nämlich wieder ganz viele Symboliken und Foreshadowing. Also hier hat man eine Pizzeria gegründet, das ist wie die Komet-Pizza. Dann haben wir hier ein Buch, welches Lisa hält. Cook Humans, also Menschen kochen. Hier haben wir Homer eine Würstchenpackung halten, Anthony's Wieners, was zu Anthony Weiner passt. Hier haben wir ein Magazin vom Business Week. Ich glaube, das ist Tingle Tangle Bob. Da steht drauf: Kannibalismus ist das neue Gold? Fragezeichen. Am liebsten hätte ich euch natürlich das ganze Video gezeigt, aber da man das Video erstmal nicht finden kann und ich das sowieso nicht auf YouTube veröffentlicht hätte können, habe ich mir mal die große Mühe gemacht, das wiederzugeben, was Jessie Mary Ciabatta gesagt hatte. Und zwar war Jessie ist die Mama von eines der Kinder, die in diesen satanischen Ritualen ums Leben gekommen sind. Das wurde auch begläubigt vom Federal Witness US Court Minnesota. Und sie hat das folgend geschildert. 3 aus der Erinnerung.
Im Frühling 1982 sah ich Hillary den Mord an 4 Mädchen, alle etwa 10 Jahre alt, bei einem Ritual im Keller eines Hauses von namentlich unbekannten Elitemitgliedern nahe Chicago. Das Haus war eine Mansion-Villa mit sehr markanten, geraden, überlappenden Dachlinien. Während dieses Vorfalls waren etwa 10 Personen anwesend und nahmen teil. 6 davon waren Männer, die in den Boating-Clubs und Teilnehmer der jährlichen Chicago Mannequin Boat Races waren. 4 der Anwesenden waren Frauen. Eine Frau war die zweite Frau war Hillary. Es gab zusätzlich 5 Männer als reine Zuschauer, aber keine Teilnehmer. Einer davon die anderen waren einige der Männer, die mitarbeiteten, die beim Todesvorfall anwesend waren. Hillary hatte einen sogenannten Signature Kill, eine ihrer bevorzugten Mordmethoden. Die teilnehmenden Personen ließen sehr heißes Wasser laufen und hatten die Kinder an Ringe gefesselt, die in eine zementierte Fläche im Keller mit Bodenabfluss eingelassen waren. Das kochend heiße Wasser wurde durch mehrere schwarze Schläuche in diesem Bereich geleitet. Die Anwesenden sprühten die Kinder 30 Minuten lang ab, stellten den Timer und riefen alle 10 Minuten die Zeit aus. Während die Kinder vor Schmerz schrie: »Hört auf zu weinen, ihr kleinen Babys!« Hillary und tanzten um den Bereich mit den Schläuchen herum, während sie das grimmsche Märchen von Hänsel und Gretel rezitierten. Dabei folterten sie die Kinder, indem sie in verschiedene Körperteile stachen und sagten: »Du bist noch nicht fett genug.« Sie zogen und dehnten die Haut, um zu testen, ob das heiße Wasser sie schon locker genug gemacht hatten. Die Kinder, die alle Mädchen um die 10 Jahre alt waren zuvor von den anwesenden Männern sexuell missbraucht worden. Als an der Haut zog, um es zu testen, griff sie in die Vaginalbereiche der Mädchen, zog an der Haut dort und machte Kommentare wie: »Gute Mädchen halten ihre Beine zusammen, aber du konntest deine Beine nicht zusammenhalten, oder? Weil du fett bist. Wenn du nicht so fett wärst, könntest du deine Beine zusammenhalten«, sagte diese Dinge, während sie den heißen Wasserschlauch in die Vaginas der Mädchen schob. Bei einem der Mädchen war einer der Männer dabei, sie oral zu vergewaltigen, während ein anderer sie sodomisierte und zur gleichen Zeit einer der Damen die Vagina des Mädchens mit dem Schlauch vergewaltigte, während heißes Wasser in ihre Vagina lief. Dann den heißen Wasserschlauch in den Hals des Mädchens stecken. Nachdem sie ihn herausgezogen hatte, würgte das Mädchen heißes Wasser hoch und griff ihre Zunge und schnitt sie ab. Als die Haut am ersten Mädchen locker genug waren, schrie Hillary: »Zeit für die Hexe, ihr eigene Bonbon zu essen.« Mit anwesend. Als sie sich hinter das 10-jährige Mädchen mit geradem blonden Haar stellte, als Hillary ihre Nägel in den Bereich steckte, wo die Nasenwurzel auf das Auge trifft. Sie manövrierte ihre Finger, bis sie unter der Haut waren, riss die Hautschicht vom Gesicht des Kindes ab, während das Mädchen vor Entsetzen und Schmerzen schrie. Mit dem Gesicht des kleinen Mädchens auf ihren eigenen tanzte Hillary um die anderen kleinen Mädchen herum und sagte: »Wenn Gretel nur nicht das Bonbon der Hexe gegessen hätte. Die Hexe mag ihre Bonbons. Die Hexe wird all ihre Bonbons essen, das sie will.« Ein paar der Männer hatten auf die Körper der Mädchen ejakuliert, ging zu diesem Mädchen hinüber und schöpfte die Ejakulation mit der Hand auf. Dann wehte sie das Mädchen hinter dem mit dem fehlenden Gesicht, das gruppenvergewaltigt worden war. 2 der Damen hebelten den Kiefer des Mädchens auf und hielten ihn offen, während die Ejakulation in den Hals des Mädchens schob, während sie mit zusammengebissenen Zähnen sagten: »Willst du etwa das Bonbon der Hexe essen? Ist das Bonbon nicht gut genug? Sag mir, wie gut das Bonbon der Hexe ist. Es ist gut, oder?« Die Mädchen schüttelten vor Terror die Köpfe als ja. Hillary ging dann zu dem kleinen Mädchen ohne Gesicht und begann mit beiden Händen an ihren Gesichtsmuskeln zu reißen, bis sie die Zirbeldrüse herauszog und sie aß. Die anderen Erwachsenen töteten die anderen 3 Mädchen. Als Hillary mit dem Essen fertig war, folgte sie prompt, die schon die Treppe hinaufgestiegen waren. Hillary sagte, sie gehe nach oben duschen, und als ich ihr die Treppe hinauffolgte, sah ich Craig mehrere andere junge Männer anweisen, das Chaos aufzuräumen. Kamen die Kellertreppe hinauf. Wir können auf jeden Fall aus dem
gelesenen Sachen noch etwas anderes feststellen. Und zwar war natürlich Huma Abedin, wie ich euch das schon im Video gesagt hatte, war auch dabei. Und das erinnert mich an die Bilder von John Podesta. Das sieht aus wie ein Swimmingpool, also wie ein Schwimmbadboden, wo die Kinder festgemacht worden sind. Und ich glaube, wenn er das Bild davon hat, war er entweder dabei, um das selbst zu feiern, was er da gemacht hat, weil es waren ja auch mehrere Männer dabei, oder aber einer seiner Bekannten waren dabei. Das ist Creswell. Und jetzt schaut mal, okay? Also wir haben das Gesicht von dem Opfer gesehen, ne? Gott habe ihre Seele gnädig natürlich. Aber schaut euch das Gesicht an, okay? Das Gesicht. Also wirklich schlimm, schlimm, schlimm. Und guckt euch mal jetzt die ganzen Celebrities, also die ganzen Schauspieler und Stars, wie sie das auch noch verhöhnen. Bam, Tom Hanks, Castaway. Die zeigen euch das direkt in die Fresse und die meisten Menschen fällt es nicht auf oder wissen es nicht, weil sie den Hintergrund der Geschichte nicht kennen. Und dann haben wir hier mehrere Stars, noch mehr Stars. Dann tragen die das als Pullover. Ellen sowieso. Ellen, das ist ein Dämon auf 2 Beinen, diese Frau. So, hier auf Pullover, hier Castaway macht er das auf dem Ball drauf. Tom Hanks, auch richtig schlimm. Also ihr könnt euch Tom Hanks Sachen angucken. Tom Hanks, das ist eine Missgeburt von Mensch. Hier die Hand mit Blut. Hier hinten hat dieser Typ das als Bild. Dann haben wir Lady Gaga. Sieht aus wie, genau, wie das Gesicht. So, Jay-Z natürlich auch. Der ist ja überall, der Bastard. Lady Gaga ist ja dafür immer bekannt, auch solche Sachen zu machen, ne? Das wisst ihr selber. Wie ich euch gesagt habe, Ellen, schlimmste Person. Dann haben wir hier Lady Gaga mit einem kleinen Kind und so roten Boots. Und das Schlimmste, dann gründen die ein Modelabel, okay, wo die Pullover verkaufen und dann machen die eine Collaboration oder wie das Ding heißt, machen die eine Collaboration und verkaufen dieses Gesicht darauf. Seid ihr nicht mehr dicht oder was? Also, versteht ihr, was ich meine? Die zeigen euch das so in die Fresse. Deswegen, ich sag's jedes Mal in meinen Videos, okay? Ich versuche euch nicht damit zu beleidigen. Ich will euch einfach nur zeigen, die zeigen es euch in die Fresse. Das, was die machen. Wie unmenschlich diese Wesen sind. Okay? Und dann machen die Collaboration mit dem hier. Und wenn es noch nicht genug ist, Ellen hat ja diese große Show. Im Ellen-Hintergrund habe ich euch schon mehrmals gezeigt, ist ja dieses Haus von Epstein drauf. Wir haben ja nichts mit Epstein zu tun, aber meine Modeshow oder meine Talkshow sieht ja aus wie die Insel, ne? Little St. James. Ja, und dann haben wir in der Ellen-Show natürlich eine Person, die kommt mit dem Castaway-Logo. Ellen angezogen wie Hillary Clinton, meiner Meinung nach. Wenn ihr mal Fotos anschaut von Hillary Clinton, die Frau sah gut aus damals, muss man ehrlich sagen, aber das ist ein Succubus oder was weiß ich, was das für eine Dämonengestalt ist. Das ist so Halloween-Special, okay, und einer kommt als das und sie kommt als Hillary Clinton. Da gibt es auch ein Interview, da hat auch Ellen gesagt, dass sie als Hillary Clinton geht, okay? Also ihr könnt das selbst nachforschen, okay? Aber das ist wieder so ein Zeichen. Die zeigen euch das wieder in die Presse. Und wenn das nicht stimmen würde, dann hätten wir nicht ein offizielles FBI-Dokument. Hier könnt ihr sehen, the FBI Federal Bureau of Investigation. FBI Communication, wartet, lass mich das mal auf Deutsch übersetzen. FBI-Mitteilung zur Entdeckung von Hillary Clintons E-Mails auf Anthony Weiner's Laptop Computer Teil 01. So, Anthony Weiner's Laptop war wichtig, weil er halt diese ganzen Daten auf seinem Laptop hatte. Ich glaube, ich habe das gar nicht erzählt gehabt. Und als er diese Fotos diesem minderjährigen Mädchen geschickt hat, kam die Frau Huma Abedin, hat sich die Sachen angeguckt und dann wurde der Laptop beschlagnahmt. Okay, so kamen die Sachen raus. Und man wusste das schon länger. Okay, hier haben wir nämlich lass mich mal gucken, genau, hier 2016, ne, paar Monate später, Kampagne, ne, von Hillary Clinton, da wusste man das schon. Hier, Anthony Weiner, Producer of Child Pornography. So, auf diesen E-Mails steht 340.000 E-Mails appear to be between Huma Abedin und Hillary Clinton. Also 340.000 E-Mails haben sie sich gegenseitig rumgeschickt und es gab auch Evidenzen, hier haben wir das, give me probably
cause to believe that CP, Child Pornography, also Kinderpornos, evidence may reside therein. Also wir gehen davon aus, dass auch Kinderpornografie in diesen E-Mails oder darüber gesprochen worden sind oder auch Bilder enthalten. Aber, und das ist krass, aber I just wanted to formally bring this your attention due to the pending election, also weil die Kampagne stattfinden wird, möchte ich euch nur formal darauf hinweisen, es bitte nicht weiter zu beachten. Okay, so ungefähr steht das da drin. Also ihr seht, dass selbst die FBI das versuchte zu verschleiern. Und ich muss das einfach nochmal zeigen, weil ich hasse solche Leute, ne? Und dann haben wir wieder so einen Andrew Wallen, so, oh ja, ich könnte mir das gar nicht vorstellen, dass die sowas so machen, sowas Abgrundtiefes. Oh mein Gott, nein, das ist alles nur eine Verschwörungstheorie. Sag das heute, sag das den Leuten. Geh raus, sag, ja, das ist einfach nur eine Verschwörungstheorie. Ist das Verschwörungstheorie. Alle Verschwörungstheorien, es fängt einfach nur an als Verschwörungstheorie und die versuchen, alles Mögliche in die Wege zu leiten, dass diese Sachen nicht an die Öffentlichkeit kommen, aber es kommt trotzdem. Punkt. Warum kommt das trotzdem? Weil Gott sagt, selbst die dunkelsten Orte dieser Welt, selbst die dunkelsten Herzen können sich nicht vor dem Licht verstecken, vor dem Licht der Wahrheit. Punkt. Okay? Also, was will ich damit sagen? Supportet solche Idioten nicht. Die sagen, oh ja, ich kann mir das nicht vorstellen. Alles ist möglich. Okay? Toyota. Alles ist möglich. Toyota. Laptop. They had to keep leaving the room because they couldn't stand what they were seeing. And all 9 are now dead. And there's names and faces and deadness, right? They're real people. Now you can say, well, maybe they died for other reasons. I go, but it's still 9 cops. Ja. 9 Polizisten. Von 12 Polizisten, die sich das angeguckt haben, sind gestorben. Nein, das ist keine Verschwörungstheorie. Hier, ihr seht es, Breitbart hat zum Beispiel, diese Nachrichten gab's. Das hat man geschrieben. NYPD Chief who was suicided this month deep involved with Anthony Weiner's laptop evidence. Ein New York Police Department Chief, Polizist, Chief, ne, da oben, hat sich selbst umgebracht, der sehr tief verstrickt war in diesen ganzen Anthony Weiner Laptop Sachen, Beweise. Okay? Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass jemand diese Sachen anguckt, sich natürlich, es gibt Leute, die schaffen das mental nicht zu stemmen. Okay. Aber als New York Police Chief, Alter, der auch schon ganz viele Sachen gesehen hat wahrscheinlich, das ist doch kein Grund, um dich selbst umzubringen. Das ist ein Grund, gegen diese Leute vorzugehen. Ja, und es gibt ganz viele Sachen halt, ne, die darauf hinweisen, dass diese Sachen real sind. Okay? Und ihr wisst es, ich habe es in meinen anderen Videos auch schon gesagt, Hillary Clinton Stiftung, okay, da ist ja auch sehr, sehr viel rausgekommen. Mit erstmal Steuergelder hinterzogen, dann auch die Connection zu Kinderhandelsringe und alles. Ihr müsst euch einfach nur den Film angucken, wie heißt der? Sound of Freedom. Da geht es ja darum, dass ein FBI-Detective arbeitet und dann diese Laster voller Kinder findet oder voller Frauen und dann merkt er, dass die Vernetzungen von den Leuten, die da, ne, die LKWs gefahren sind, in die amerikanische Regierungen reichen und so. Sehr interessant, kann ich euch empfehlen. Sound of Freedom. Okay? So, aber gucken wir uns Haiti an. Ich finde, Haiti war extrem krass. Da war ja dieser große Erdbeben und alles. Hier haben wir es zum Beispiel stehen, 230.000 Menschen sind vermisst worden. Die Körper wurden nie gefunden. Anthony Bourdain sagt, once you've been to Haiti, you'll never stop wanting to beat the Clintons to death with your bare hands. You will never stop. Also wenn du einmal in Haiti gewesen bist, wirst du die Clintons zu Tode prügeln mit deinen Händen. So schlimm sind die. When the world finds out what the Clinton Foundation was doing with children in Haiti, wenn die Welt jemals herausfinden würde, was die Clintons mit den Kindern in Haiti gemacht haben, ihr werdet nie wieder die gleichen sein. So, warum ist das so wichtig? Schaut euch Haiti an, okay? Deswegen hat der Bruder geschrieben, Map is key.
So, Haiti ist hier, Erdbeben passiert, Kinder verschwinden, Hillary Clintons Foundation. Hey, wir retten die Kinder. Uns sind die Kinder ja so wichtig. Was machen wir also? Wir schicken unsere Stiftung dahin, die Leute, und auf einmal verschwinden Kinder und werden nicht mehr zurück, werden nicht mehr gefunden. Komischerweise ist Little St. James Island, also Epstein Island, ist gleich daneben. Wohin sind die Kinder? Wir wissen es nicht, aber wir haben das ganze Geld benutzt, um 6 Häuser zu bauen. 5 Milliarden Dollar haben die gekriegt für 6 Häuser. Ihr versteht. So, deswegen hatte Epstein die am Ende des Tages auch alle an den Eiern. Weil die alle für ihn gearbeitet haben. Oder für sein Netzwerk. Ich will immer, wenn ich Epstein sage, ist immer sein Netzwerk gemeint. Okay, wir kennen sein Netzwerk nicht. So geheim ist dieses Netzwerk. Aber die Leute, unsere Regierungsmitarbeiter, Politiker, die arbeiten für das Netzwerk, okay? Und dann verschwinden Kinder. Neben Little St. James. Ja, Hillary, dann bring doch die Kinder zu mir. Ja, und das haben die wahrscheinlich auch gemacht. Widerlich. Widerlich. Und dann lesen wir die Epstein-Files, so ein kleines Stück vom Eisberg lesen wir in den Epstein-Files. Das hat schon gereicht, dass die ganzen Influencer, die eigentlich Make-up-Tutorials machen, was weiß ich, alle über Epstein reden. Also so krass war Epstein. Versteht ihr, was ich meine? Und das war halt nur so ein kleines Stück. Den restlichen Eisberg sehen diese Leute nicht. Weil sie nicht so tief recherchieren wie wir, aber wir wissen, was eigentlich noch wirklich abgeht, okay? So, und auf was ich jetzt hinaus möchte, ist, weil, ich glaube, gestern oder vorgestern wurde Hillary Clinton eingeladen, weil sie natürlich wegen den Epstein-Sachen ausgefragt wird, mit ihrem Mann zusammen, Bill Clinton, aber die gehen halt auf was anderes auch noch. Also die fragen nach Frazzle Drip, okay? Und ich möchte euch einfach nur zeigen, was sie sagt dazu. Sure. Fine. Okay, so we have talked about those connections. In past public statements, as in 2017 speeches and interviews, you described Pizzagate as a baseless conspiracy theory, alleging you and others ran a child sex trafficking ring from a Washington pizzeria basement. Have you reviewed any 2025-2026 Epstein files that were released that you believe reference or relate to those specific 2016 claims regarding the Podesta emails, Comet Ping Pong Pizza used as code possibly? I'm sorry, does You're this asking her about whether she's reviewed emails in the Epstein files, files. which relate to the wacky Pizzagate You scandal. could characterize it however. Sie wurde ausgefragt, also was sind deine Verbindungen zu diesen 2017, 2016 rausgekommenen Pizzagate-Vorwürfen und diesen ganzen Frazzle-Drip-Shit? Wie bist du da drin verstrickt, bla bla bla. Und dann sagt sie, ja, aber Pizzagate war doch gar nicht real, das hatte gar keinen Boden für Tatsachen, okay? Das war einfach nur irgendeine Verschwörungstheorie. Und dann kommt der andere, ja, Pizzagate war doch nicht mal so wichtig, dass man jetzt darüber reden muss. Und überleg mal, die Sachen sind doch schon offiziell, du dumme Kuh. Nein, die Sachen stimmen nicht. You want. I just would like to know if she's familiar with any of them. So, She's excuse me, commenting. your question is about whether or not she has reviewed any emails in the Epstein release files about Pizzagate. Correct. Pizzagate was was totally made up. It was an Einfach erfunden, sagt outrageous sie. allegation that ended up hurting a number of people, that caused a deranged young man to show up with Okay. Pizzagate war einfach nur erfunden, um Menschen zu verletzen. Darauf meint sie natürlich sich und ihre ganzen ekligen, widerlichen Kumpanen, ne? Really, I mean, I expected a lot of interesting questions today, but Pizzagate was not on my list. Ich habe viele Fragen erwartet, aber Pizzagate war nicht auf meiner Liste. That's okay. We're asking all sorts of things here. You certainly are. You certainly are. We're just trying to get the truth out to the American people Well, that and would get be some clarity. very helpful. Are you aware of any files that were on Anthony Weiner's laptop in a folder that was titled insurance, life insurance? Sind dir irgendwelche Fakten dazu bekannt von Anthony Weiner's Laptops? Weil er hatte ja Daten, er hatte ja Ordner drauf, die heißen Life Insurance, also Lebensversicherung. Und dort waren halt diese Frazzle-Drip-Videos drauf und die ganzen E-Mails, die sie mit diesen ganzen dämonischen, satanischen Praktiken verlinkt. Ne? War dir das bekannt? With a
zip file titled Frazzle. Ja, mit einer Datei namens Frazzledrip. Mr. Chairman's ruling. This Is is this way within the outside the scope? This- Is this within the scope, Mr. If Chairman? the chairman rules that it's not within the scope, I Mr. have Chairman, other based on questions. what you said in the public hearing, is this within the scope? We can go off the record for a moment. To Mr. Chairman, is this within the scope? Und sie sprachlos. Sie denkt sich, das stimmt doch alles gar nicht, das ist doch alles unecht und so. Aber sieht das unecht aus? Das ist meine Frage an euch. Sieht das unecht aus? Dass das Dark Web voll war mit diesem Video, dass komischerweise die Leute kannten nicht mal Frazzledrip, okay? Wenn diese Leute die Frazzledrip nicht kannten im Dark Web, woher wussten die denn, wie das heißt? Warum ist das in Anthony Weiner's Laptop drauf? Eine Datei namens Frazzledrip. Guckt sie euch an, Huma Abedin. Guckt sie euch an. Das ist ein Gesicht von Satan höchstpersönlich. Und das ist dieses, ihr kennt das. Ihr kennt das. Es gibt Bilder von Menschen in der Politik oder auch anderen Menschen, so die mit solchen Sachen arbeiten, ne, wo man die schon damit verlinken kann, okay, die machen diese Praktiken auch, die sehen immer so aus. Die sehen immer satanisch, immer dieses langgezogene Lächeln mit den ganz vielen Zähnen drauf. Und das ist auch ein Indiz. Da gab es auch mal früher eine Theorie darüber, dass das Klone sind, okay? Klone oder Dämonen wirklich einfach in einer menschlichen Gestalt, als hätten die wie in Men in Black 1 einfach sich einen Hautkörper über den Körper gezogen. Also egal, was ihr sagt, Leute, das ist definitiv ein Grund mehr, diese Sachen als wahr oder als möglich zu kategorisieren, okay? Solange keiner uns zeigt, dass dieses Video oder diese ganzen Sachen, mit denen man Hillary Clinton verbindet, jemand soll kommen und sagen, ey, das ist alles Bullshit, hier sind die ganzen Beweise, dann sage ich, okay. Aber solange das nicht der Fall ist, ist das für mich alles möglich. Okay? So, Freunde, ich hoffe, euch hat das Video gefallen zu der ganzen Hillary Clinton Frazzledrip Sache. Was sagt ihr dazu? Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Und wir sehen uns zum nächsten Mal. Ich verlinke unten ein paar Videos auch auf Rumble und Odyssey, falls ihr euch das ganze Thema mal richtig anschauen wollt, wie alles sich entwickelt hat und so. Gerne in die Videobeschreibung gehen. Ansonsten passt auf euch auf. Und wir sehen uns zum nächsten Mal bei Sei Kritisch.